In dieser Demo sehen wir die neuen TopoPoints-Funktionen, die sich im Ribbon Karten von Ares Commander befinden. Diese Funktionen ermöglichen den Import und Export mit Totalstationen generierten Dateiformaten. Dazu gehört das GSI-Format von Leica und das CSV-Format von Trimble-Geräten sowie das TXT-Format für andere Totalstationen. In früheren Versionen von Ares Commander haben wir die Kartenfunktionen zum Einfügen von georeferenzierten Straßenkarten oder Satellitenbildern wie diesem verwendet. Die TopoPoints-Funktionen erweitern die Kartenfunktion und ermöglichen es den Benutzern, mit Daten zu arbeiten, die von Vermessungsingenieuren im Feld aufgenommen wurden. Bevor Sie die Punkte importieren, können Sie Ihre Darstellung anpassen, damit sie auf dem Plan leichter zu unterscheiden sind. Fahren wir nun mit dem Import fort. In diesem Fall werden wir das CSV-Format verwenden. Um diese Funktion besser zu verstehen, untersuchen wir, was die Datei beinhaltet. Die CSV-Datei beginnt mit einer Nummer, die den Punkt identifiziert, gefolgt von seinen X-, Y- und Z-Koordinaten sowie einer Beschreibung. Wir wählen die CSV-Datei aus und importieren sie. Die Vorschau hilft uns, die Daten zu überprüfen. Wir können festlegen, dass die Punkte in 3D erstellt werden, wobei der Z-Wert berücksichtigt wird. Andernfalls werden sie alle in derselben Ebene platziert. Die Z-Information wird als Attribut beibehalten. Als nächstes müssen wir einen Layer erstellen, um die Punkte zu lokalisieren, die wir importieren wollen. Wenn der Layer nicht vorhanden ist, können wir ihn über die Schaltfläche erstellen. Nachdem Sie den Layer erstellt und eine Farbe zugewiesen haben, klicken Sie auf OK. Beachten Sie, dass der neue Layer automatisch ausgewählt wird. Wählen Sie OK, um den Import der Punkte zu starten. Da unser Satellitenbild georeferenziert ist, werden die Punkte am Bild ausgerichtet. Wir können überprüfen, ob sie einige charakteristische Punkte darstellen, wie zum Beispiel die Grenze des Geländes oder den Standort von Bäumen. Wenn Sie einen Punkt auswählen, können Sie seine Eigenschaften lesen und ändern, zum Beispiel die Beschreibung. Die Punkte können nicht nur importiert, sondern auch exportiert werden, um sie mit den Vermessern zu teilen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir wollen den Standort für ein neues Schwimmbad festlegen. Wir können einen vorhandenen Layer wählen oder einen neuen erstellen, falls nötig. Als nächstes wählen wir das Einfügen von Punkten in 3D und aktivieren die Option Mehrere Punkte. Alle Punkte werden die gleiche Höhe haben, was höchstwahrscheinlich falsch ist, aber das kann der Vermesser mit Hilfe der Totalstation im Feld anpassen. Wir wählen einen vorhandenen Layer aus. Jetzt erstellen wir das Schwimmbad an dem mit dem Kunden besprochenen Standort. Wir klicken für jeden neuen Punkt. Die Punkte, die wir einfügen, werden in die Totalstation importiert, so dass der Vermesser diese Punkte vor Ort referenzieren kann. Dann exportieren wir die Punkte in eine CSV-Datei, die wir an den Vermesser senden. Die CSV-Datei enthält die neuen Punkte, die wir hinzugefügt haben, zusammen mit ihren Beschreibungen sowie den Punkten, die wir geändert haben. Indem wir das Satellitenfoto ausschalten, können wir die Geländegrenzen des Kunden einzeichnen. Die Funktion TopoPoints konvertieren kann bestehende Blöcke mit Attributen lesen und in topografische Punkte umwandeln. Das ist eine interessante Funktion, wenn Sie es vorziehen, Ihre eigenen Blöcke als Referenz zu verwenden, um die Punkte darzustellen, wie zum Beispiel diese Bäume. Alternativ hilft es, ältere Zeichnungen zu konvertieren, in welchen Sie mit Ares Blöcke anstatt topografische Punkte erstellt haben. Mit dem Werkzeug Konvertieren können wir dann topografische Punkte an der gleichen Position wie die Blöcke erstellen. Wir fügen eine Beschreibung für diese neuen Punkte hinzu, legen eine Höhe fest und wählen einen Layer aus oder erstellen einen neuen. Nachdem wir Start ausgewählt haben, werden Punkte an der Position der Blöcke platziert. Das Werkzeug Konvertieren kann auch verwendet werden, um Standardpunkte in topografische zu konvertieren, einschließlich Lage- und Beschreibungsdaten. Sobald wir die Daten haben, können wir sie exportieren, um sie mit dem Vermessungsingenieur zu teilen. Um mehr über das Einfügen von georeferenzierten Satellitenbildern und Straßenkarten zu lernen, sehen Sie sich bitte unsere Videos über die Kartenfunktion in Ares Commander an.